O Tannebaum. In der Weihnachtswelt. Ebenezer Scrooge. Hey! Ihr sollt mir zuhören. Ebenezer Scrooge war ein alter Mann, der nur für eine Sache lebte: das Geld. Er liebte das Klimpern der Taler. Gierig war Scrooge und hartherzig. Wer zu Scrooge und Marley in London kam, um etwas zu leihen, musste hohe Zinsen zahlen. So kam es, dass Scrooge immer reicher wurde. Etwas abzugeben, das kam ihm nicht in den Sinn. Kinder hatte Scrooge nicht, nur einen Neffen. Fred, einen jungen Mann, der Jahr für Jahr vor dem Weihnachtstag fröhlich pfeifend... Ist das fröhlich? Ja. Das war fröhlich. Nee, mach nur Pantomime hier. fröhlich pfeifend zu Scrooge ins Geschäft kam, um seinen Onkel zum Weihnachtsessen einzuladen. Die Antwort von Scrooge war immer dieselbe: Ich hasse Weihnachten, ich bin allein und will es bleiben. Für fröhliche Weihnachten hatte er nur ein Wort übrig: Humbug. Wieder stand ein Weihnachtsabend bevor. Bob Cratchit, der für Scrooge die Geschäftsbücher führte, hatte sich für den Feiertag verabschiedet. Scrooge hatte sein Geschäft abgeschlossen und ging grummelnd nach Hause in seine kalte, leere Wohnung. Auf einmal waren seltsame Geräusche in der Wohnung zu hören. Glocken begannen zu schlagen und dann, um Mitternacht, hörte man Ketten rasseln vor der Tür. Eine Gestalt trat in den Raum, die Scrooge gleich erkannte. Das war doch tatsächlich Jacob Marley, sein alter Freund. Doch wie sah er aus? Schief, gekrümmt und Ketten umschlangen ihn, an denen schwere Kisten und Truhen hingen. Ich komme aus dem Jenseits, um dich zu warnen, Ebenezer, sagte der Geist. In meinem Leben bin ich ein schlechter Mensch gewesen und bin nun verdammt, ruhelos durch die Welt zu wandern. Du kannst diesem Schicksal noch entgehen. 3 Geister werden heute Nacht zu dir kommen. Sie kommen, um dir den rechten Weg zu weisen. So sprach der Geist und verschwand. Ebenezer winkte ab, legte sich ins Bett und schlief ein. Schlief tief und fest, schnarchte, bis die Uhr von Big Ben 1 Uhr schlug. Eine weiße Gestalt erschien in einer Ecke des Raumes. »Wer sind Sie?« fragte Scrooge. »Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht.« Der Geist nahm ihn an die Hand und führte ihn fort. Und so ging Scrooge plötzlich auf einem verschneiten Feld und rieb sich die Augen. Das ist meine alte Schule, rief Scrooge. Zwischen lauter leeren Tischen saß ein einsamer Junge, der weinte und schluchzte. Das war er selbst, der junge Ebenezer. Ein Mädchen sprang in den Raum. Das war Fanny, die Schwester des jungen Ebenezer, die gekommen war, um ihren Bruder am Weihnachtstag mit nach Hause zu nehmen. Der alte Scrooge spürte seine Einsamkeit und dachte an Fanny, wie sie noch als junge Frau gestorben war. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes Frederick, der nun der letzte Verwandte war. Das bisschen Familie, das Scrooge noch hatte in der Welt. Da hörte er hinter ihm ein Blätterrauschen und dann erblickte er Belle. Wie sie mit leisen Schritten auf den jungen Scrooge zuging. Traurig sah sie ihn an und gab Ebenezer den Ring, der ein Versprechen hätte sein sollen für ein ganzes Leben. Deine Liebe nach Gier und Geld hat mich verdrängt, sagte sie. Der alte Scrooge sah den jungen Scrooge dastehen mit dem Ring aus Gold, der ihm aus den Fingern glitt und zu Boden fiel. Er wusste, dass er nie wieder einen Menschen lieben würde, wie er einmal Belle geliebt hat, und dass er von nun an allein sein würde in der Welt. Da schlug Scrooge die Hände vors Gesicht. Die Bilder um ihn herum verschwanden. Er hörte den Geist lachen. Dann war er wieder zu Hause in seinem Dann war er wieder zu Hause in seinem Bett, atmete schwer
und ließ sich erschöpft in sein Kissen sinken. Dann schlug Big Ben 2 Uhr. Und riss ihn aus dem Schlaf. Wer würde nun erscheinen? Im Nachbarzimmer knarzte der Boden. Knarzt der Boden? Und eine Stimme rief: Ebenezer Scrooge, tritt ein. Er öffnete die quietschende Tür. Und als er näher trat, stand da eine Gestalt, die sagte: Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht. Halt dich hier fest und du wirst es sehen. Scrooge berührte sein Gewand, das Zimmer verschwand und es ging auf die Straße. Es war stürmisch. Die Blätter an den Bäumen tanzten im Wind. Sie traten in eine ärmliche Stube, in der eine Mutter summend den Tisch für den Weihnachtsabend deckte. Die Kinder um sich. Und wer war das, der durch die Tür ins Zimmer trat? Das war doch Bob Cratchit, der Buchhalter von Scrooge. Auf der Schulter trug er einen kranken Sohn. Tiny Tim, dem die Nase lief und der ständig husten musste. Die Familie setzte sich zusammen. Auf dem Tisch nur ein kleiner Kuchen, aber sie waren fröhlich, stießen mit ihren Gläsern an und feierten, als stünde das üppigste Festmahl auf dem Tisch. Scrooge sprach zum Geist: Was ist mit Tiny Tim? Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht antwortete ihm: Er ist sehr krank. Ein Arzt könnte ihm helfen, aber die Familie hat kein Geld. Er droht zu sterben. Da senkte Scrooge den Kopf und dachte beschämt, wie wenig er über seinen Buchhalter Cratchit und dessen Familie gewusst hatte. Komm jetzt, sagt der Geist, wir wollen noch ein paar Menschen besuchen. Sie flogen durch die Nacht, plötzlich ertönte ein Weihnachtslied. O Tannebaum, wie grün sind deine Blätter. In der Weihnachtswolke. Und mit einem Mal fanden sich Scrooge und der Geist in einer muckeligen Stube wieder. Wo sind wir? fragte Scrooge. Na, du wirst doch deinen Neffen Frederick erkennen, antwortete der Geist. Sie waren in Fredericks Wohnung gekommen, der zusammen mit seiner Verlobten und einem Freund Weihnachten feierte. Feiern. Da ging es laut und fröhlich zu. Es wurde gesungen, gespielt und gelacht. Ja, la 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 la. Auf einmal ertönten die Glockenschläge vom Big Ben 3 Uhr. Der Geist verschwand und mit ihm Fredericks Zimmer und Scrooge sah vor sich eine Gestalt. Das war der letzte der 3 Geister, der Geist der Zukunft. Der Geist streckte die Hand aus und zeigte in eine Ecke, in der ein Bett stand. 2 dunkle Gestalten schwirrten herum. Ein Mann und ein Weib, die sich die Taschen mit Kleingeld vollmachten. Und lag nicht auf dem Bett ein Mensch? Was war mit ihm? War er tot? Der braucht nichts mehr, sagte das Weib, und ihr Kumpane lachte. Zu Lebzeiten ist er schlecht gewesen, nun sind wir schlecht zu ihm, sagten sie und zogen lachend davon. Wer aber war der Tote auf dem Bett? Der Geist führte Ebenezer zur Börse, wo die Kassen hektisch klingelten. Die Händler machten ihre Geschäfte. 2 von ihnen sprachen über einen Mann, der gestorben war. Es wird wohl ein sehr billiges Begräbnis werden. Denn so wahr ich lebe, ich kenne niemanden, der hingeht, meinte der eine. Bei so viel Herzlosigkeit fing Scrooge an zu seufzen. Und er sprach zum Geist der Zukunft: Bitte lass mich ein Gefühl sehen, das um einen Todesfall auftrauert. Sonst werden all diese Bilder mich für immer verfolgen. Da zeigte ihm der Geist eine Familie, die zusammensaß, trauerte und weinte. Das war die Familie Cratchit, denn in dieser Zukunft würde nun Tiny Tim tatsächlich gestorben sein.
»Das kannst du nicht zulassen, Geist«, rief Scrooge. Aber es war ja nicht der Geist, der die Zukunft machte. Er zeigte sie nur. Er führte ihn auf einen Friedhof. Nur eine Eule war zu hören. Und wie Scrooge mit bangem Herzen auf den Grabstein zuging, den der Geist ihm zeigen wollte, las er auf dem Stein die Inschrift Ebenezer Scrooge. »Ich selbst war der Tote, den ich auf dem Bett gesehen habe«, rief Scrooge aus. »Ach bitte, Geist, ich will mich ändern, ein anderer Mensch werden.« »Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren. Ich will versuchen, es zu feiern.« Er stürzte in eine Pfütze zu Boden. Das Wasser spritzte. Und er wollte das Knie des Geistes umfassen. Und in diesem Moment, als Scrooge die Knie des Geistes umfassen wollte, war es kein Geist und kein Knie mehr, es war sein Bettpfosten, den Scrooge umfasste. Und es war nicht mehr Nacht, sondern Tag. Die Sonne schien durchs Fenster, draußen krähte ein Hahn. Draußen krähte ein Hahn. Kikeriki. Da wusste Scrooge, dass er noch am Leben war. Er lief ans Fenster und rief in die Welt hinaus. Ich lebe, fröhliche Weihnachten allen Menschen. Hallo, Hossa, hurra. Scrooge besuchte Frederick, der sich ein wenig wunderte, was mit seinem Onkel passiert war. Mit 2 Gläsern seines besten Rotweines stießen sie auf Weihnachten an und sie verspeisten einen schmackhaften Truthahn. Die größte Freude aber machte Scrooge dem armen Bob Cratchit, seinem Buchhalter, dem er am nächsten Morgen im Geschäft nicht nur ein Säckchen voll Weihnachtsgeld übergab, sondern auch sein Gehalt verdoppelte, sodass Tiny Tim gerettet wurde. Und so wurde aus dem alten Geizhals und Grandler Ebenezer Scrooge zu Weihnachten ein so guter Mensch, wie ihn London und die ganze Welt nie zuvor gesehen hat. Und wer es nicht glaubt, zahlt einen Taler.